Hi, heute geht es um dieses wunderbare Instrument. Das ist die Gitarre meiner Töchter und das kann leider nicht von alleine stehen, weshalb ich ihm einen Ständer bauen möchte. Es kann anscheinend doch von alleine stehen, allerdings nicht, wenn 3 Kinder ständig drum rumrennen, dann fällt es ständig hin und es fliegt die ganze Zeit in irgendeiner Ecke rum. Deswegen bauen wir heute einen schönen Gitarrenständer und zwar nicht aus Sperrholz, sondern wir nehmen dafür ein Stück Nussbaum, das ich noch habe, und in Kombination mit Esche. So, ich suche mir gleich die schönsten Stücke raus. Es wird dann erstmal grob zugeschnitten, dann wird gehobelt. Vielleicht mache ich auch erst das Hobeln, dann das Zuschneiden, ich weiß es noch nicht. Und dann verleimen wir das Ganze. So, die kommt jetzt erstmal zur Seite, bevor die total voll staubt, und wir legen jetzt los. Too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. So, es ist grob zugeschnitten und gehobelt. Das ist ungefähr auch auf einer Dicke. Jetzt möchte ich das Ganze verleimen. Aber wie? Ich denke, ich schneide hier erstmal eine saubere Kante raus und dann sehen wir weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit wenig Geld und Resten von Laminat eine Führungsschiene baut, schaut einfach mal in das Video rein. Ich verlinke es euch. Da habe ich diese Führungsschiene hier gebaut. So soll es aussehen. Das wird jetzt schön verleimt. Noch etwas, wozu Laminat gut ist, man kann darauf schön einsauen.
So, das muss jetzt erstmal trocknen und dann in 4-5 Stunden schaue ich mir das nochmal an. So, in der Zeit, wo der Leim hier abbindet, werde ich mir eine Schablone bauen, womit ich dann später mit dem Bündigfräser einfach 2 gleiche Teile hinkriege. So, das ist jetzt die Schablone. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Leim antrocknet. Dann kann ich das Ganze mit einem Bündigfräser über die Fräse laufen lassen. Gut, der Leim müsste jetzt trocken sein. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an, wie es geworden ist. So sieht das Ganze aus. Gefällt mir schon mal sehr gut. Das jage ich jetzt nochmal durch den Hobel, damit es richtig schön glatt ist. Und dann, wenn es durch den Hobel ist, werde ich die Schablone einfach anlegen, werde es grob ausschneiden und dann mit dem Bündigfräser sauber ausschneiden. Aber jetzt hobeln wir erstmal. So sieht das gute Stück jetzt aus. Eigentlich hätte ich es noch dünner gehabt, aber ich finde es irgendwie zu schade, das Ganze wegzuhobeln. Deswegen machen wir es erstmal so. Wenn mir der Prototyp am Ende nicht gefällt, muss ich halt noch reinmachen. Ich finde es in dem Fall einfach, fände ich es eine Verschwendung, das gute Holz wegzuhobeln. Auch wenn es dann im Hühnerstall landet, ist es trotzdem zu schade. Jetzt suche ich mir aus, wie es am besten passen könnte, wie ich möglichst viel von der Nussbaum abkriege und gleichzeitig aber auch, ich sehe schon, das wird sehr eng werden hier, so bekomme ich am meisten ab. Dann muss ich am Ende das noch ein bisschen anpassen. Das zeichne ich mir jetzt kurz an und dann gehe ich damit zur Dekopiersäge.
Ich habe das jetzt grob ausgeschnitten. Nachher lege ich die Schablone drauf. Ich mache erst den einen und werde den zweiten dann genau auf das Muster hier legen. Ich möchte ja, dass das gleich aussieht. Deswegen mache ich den einen erstmal fertig. Das hat jetzt so semi-optimal geklappt. Ja, die grundsätzliche Form steht schon mal. Aber mir ist hier zum Beispiel ein dickes Stück rausgebrochen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und von daher müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Ich mache das jetzt erstmal hier. Ich versuche das jetzt erstmal hier abzukriegen. So sieht es schon mal gut aus, finde ich. Ja, wenn man sich das so vorstellt, da kann schon mal eine Gitarre drauf stehen. So, ich möchte, dass die Linie hier, dass das relativ gerade ist. Jetzt habe ich mir das übertragen. Jetzt geht es wieder an die Dekopiersäge. Ja, da ist der zweite Teil. Und jetzt kleben wir es schön zusammen und gehen an die Oberfläche. Auf geht's. Soweit so gut, das sieht schon mal schickidicki aus. Verdammt. Komm schon! Hab ich zu doll geschleift, jetzt ist es zu rutschig. Boah, hey. Boah, scheiße. Na gut, das war fest. Gut, jetzt haben wir die zwei Teile hier und jetzt kann man das, jetzt müssen wir hier oben eine Art Scharnier hinsetzen, sodass man das so aufklappen kann. Und dann kann hoffentlich die Gitarre darin stehen. Das probieren wir jetzt mal. Beziehungsweise wir ölen jetzt erstmal. Also heute ist wirklich der Wurm drin. Eben hat
das erste Mal Fräsen nicht aufgenommen. Jetzt hat er das Ölen nicht aufgenommen, was immer so ein bisschen schade ist, weil das ja das Highlight der Woodworker ist. Ich nehme jetzt das Öl ab. Ich habe das hier wunderschön geölt. Ihr werdet ja schon sehen, wie toll das aussieht. Damit die Gitarre schön sanft steht, habe ich hier so ein selbstklebendes Vlies, welches ich hier quasi auf die Auflagefläche kleben möchte. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. 2. So. Und jetzt brauchen wir ein Scharnier. Dafür habe ich noch von den Scharnieren von meinem Obst- und Gemüseboxen-Projekt habe ich noch was übrig. Dann nehme ich hier dieses. Das ist in so einem Vintage-Look. Sieht eigentlich ganz nett aus. Und das muss ich jetzt irgendwie hier so aufbringen. So, ich versuche das in einer Linie hier zu bringen. And the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. So, und damit das nicht endlos so aufklappt, sondern eine Begrenzung hat, und ich würde sagen so ungefähr, habe ich jetzt diese Ösen, was ich nochmal erkennen kann, Ösen, die werde ich jetzt hier reindrehen, das Ganze mit Hanfband machen. Es gibt ja so extra so Scharnierdinger, ne, ich habe das halt nicht da. Wenn ich es irgendwann auf einem Schrottplatz finde oder im Sperrmüll, werde ich mir das abschrauben und dann dran machen. Jetzt in dem Fall reicht es erstmal so aus, wenn ich das hier so reindrehe. Das mache ich jetzt hier einfach ganz Pima Auge. I feel alive. You'll be the last one I think about. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. Endlich geschafft. Ein schönes kleines Projekt für meine Töchter, damit die Gitarre nicht mehr rumfliegt, sondern endlich einen festen Platz hat. Genauso habe ich mir das gedacht. Nicht. So hat sie endlich richtigen Stand. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Projekt. Alles in allem ein schönes Projekt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Euer Sascha.